Hallo, ich bin der Nino, Kameramann und Filmemacher in Wien und Feindali hat mich gebeten, mal die RX100 anzuschauen. Und das machen wir jetzt. Die RX100 hat ein ganz besonderes Merkmal und zwar hat sie einen ziemlich großen Sensor, vor allem für diese Klasse von Kamera. Das ist ja eigentlich eine Schnappschusskamera mit eingebautem Objektiv und die haben üblicherweise sehr kleine Sensoren, was heißt, die sind lichtschwach und nicht besonders gut mit einer tiefen Schärfe, also wenn man ein bisschen Unschärfe ins Bild bringen will. Das ist mit der ein bisschen anders. Sie hat einen 1 Zoll Sensor, was wesentlich größer ist als die meisten Konkurrenten. Und das Besondere ist, Sony hat es wirklich geschafft, da trotzdem ein Zoom-Objektiv einzubauen, was einen 3,5 oder 3,6-fach Zoom ermöglicht. Also umgerechnet auf 35 mm entspricht das 28 bis 100 mm, was sehr beeindruckend ist. Der Nachteil, dadurch, dass sich das Objektiv dermaßen zusammenziehen und ausfahren kann, ändert sich auch die Lichtstärke der Blende sehr stark. Das ist der Kompromiss. Also es fängt an bei 1,8 Blende und geht bis 4,9, was heißt, je weiter man reinzoomt, desto lichtschwächer wird die Kamera. Haptisch ist die RX100 sehr hochwertig, also es ist ein Aluminiumgehäuse, fühlt sich fast an wie eine alte Leica. Die Rückseite wird fast vollkommen von einem großen 3 Zoll Screen eingenommen, der auch sehr hochauflösend ist und relativ gute Beurteilung von den Bildern auch noch bei Helligkeit ermöglicht. Hier kommt der Blitz raus, da muss man auch sehr aufpassen, weil wie man sieht, der wird nur elektronisch ausgelöst. Der Nachteil ist, natürlicherweise hält man die Kamera gerne so und dann blockiert man den Blitz. Das ist ein eindeutiger Nachteil in der Haptik. Es gibt aber auch was Positives über den Blitz zu sagen, und zwar, man kann ihn so nach oben drehen und dann quasi indirekt von der Decke reflektieren lassen, wenn man jetzt blitzt, was natürlich oft ein viel angenehmeres Licht im Gesicht der porträtierten Personen ermöglicht. Die relative Hochwertigkeit heißt natürlich auch, dass sie relativ schwer ist, aber ich finde das ganz gut. Also man hat auch das Gefühl, dass man etwas Wertvolles in der Hand hat, was man ja nicht von jeder Schnappschusskamera behaupten kann. Jetzt schauen wir uns mal das Menü von der RX100 an. Wie zu erwarten, ist es sehr umfangreich, weil es ist ja auch eine Kamera, wo man sehr viel manuell, also quasi alles manuell einstellen kann. Es erinnert auch sehr an das Menü der Sony Alpha-Serie natürlich. Was Besonderes an dieser Kamera ist das Einstellrad. Hier vorne, das hat mehrere Funktionen, zwar entweder Fokus, Blende, Shutter, alles Mögliche und wechselt die Funktion je nach Modus oder je nach Einstellung. Was ziemlich cool ist und auch in dieser Klasse von Kameras selten oder gar nicht gesehen. Aber genug der Theorie, lasst uns was filmen und fotografieren gehen. So, hier sind wir im Schönbrunner Schlosspark und jetzt schauen wir uns mal an, was die RX100 in der Praxis so leistet. Ich zeige jetzt einfach mal, wie sehr die Kamera an Blende verliert, sobald man reinzoomt. Im manuellen Modus sieht man das nämlich ganz gut. Ja, das muss man natürlich kompensieren mit einer entsprechenden Verschlusszeit oder ISO, aber es ist natürlich nicht optimal. Mich als Kameramann interessiert natürlich vor allem der Videomodus und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Besondere an dieser Kamera ist, sie hat Peaking, das ist die Schärfe-Nachzeichnung, das sieht man hier, diese rote Umrandung, das wird nicht aufgezeichnet, ist rein visuelle Hilfe, die mir sagt, dass ich jetzt scharf bin. Und das hilft natürlich extrem, wenn man manuellen Fokus verwendet. Ich bin das gewohnt von professionellen Videokameras, in dieser Klasse hat man das eigentlich meiner Meinung nach noch nie gesehen und das ist sehr beeindruckend und hilft beim Filmen. Im Videomodus hat die Kamera einen großen Nachteil. Sie hat keinen Filmlook, also keinen 25 oder 24p Modus. Nur 50i oder 50p. Und das ist einfach ein Videolook und deshalb ist sie für den Semi-Profi oder den ambitionierten Amateur eigentlich nichts. Es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen zur RX100. Wenn man sich den Preis also den unverbindlichen Richtpreis von 650 € vor Augen hält, dann wird einem klar, dass die vielleicht nicht unbedingt geeignet ist für den Durchschnittskonsumenten von solchen Schnappschusskameras. Ich glaube viel eher durch die Verarbeitung, die Qualität und den großen Sensor und all die Möglichkeiten, die man mit den manuellen Einstellmöglichkeiten dieser Kamera hat,
dass sie viel mehr auf solche User abzielt, die bereits vielleicht eine Spiegelreflexkamera haben und lieber gern ein zusätzliches kleines Gerät hätten, das sie immer mitnehmen können, und dabei müssen sie nicht einmal viele Kompromisse eingehen mit dieser Kamera. Also hier ist Sony auch ziemlich allein auf weiter Flur. Ein 1 Zoll großen Sensor hat sonst nur, glaube ich, Nikon mit der Nikon One-Serie, wobei das wieder ein ganz anderes Konzept ist, weil man hier auch mit Wechseloptiken arbeitet. Aber eben ein eingebautes Objektiv mit einem 1 Zoll Sensor und dieser Lichtstärke ist eigentlich einmalig. Schade ist, dass der Videomodus nur bedingt nutzbar ist, weil Filmlook bekommt man, wie gesagt, damit keinen hin, aber im Großen und Ganzen kann man die Kamera schon sehr empfehlen, wenn einem das 56 € wert ist.